Wie man einen realistischen Lernplan erstellt und ihn durchhält. Wenn wir eine neue Sprache lernen wollen, starten wir meistens mit einer riesigen Portion Motivation. Wir kaufen Bücher, laden Apps herunter, suchen uns Videos heraus und schwören uns, diesmal ziehe ich es wirklich durch. Doch nach einigen Tagen oder Wochen passiert oft genau das Gegenteil. Der Plan gerät ins Wanken, die Motivation sinkt und irgendwann gibt man ganz auf. Warum ist das so? Der Hauptgrund ist nicht, dass wir zu faul sind. Viel häufiger liegt es daran, dass der Lernplan von Anfang an unrealistisch war. Viele setzen sich Ziele wie: In 3 Monaten will ich fließend Deutsch sprechen. Das klingt zwar beeindruckend, ist aber fast immer zum Scheitern verurteilt. Denn ein zu großes Ziel erzeugt enormen Druck und sobald man merkt, dass man es nicht schafft, fühlt man sich als Versager. Ein zweiter Fehler: Man nimmt sich zu viel auf einmal vor. Stundenlange Lerneinheiten, jeden Tag Grammatik, Vokabeln, Hören, Sprechen, alles gleichzeitig. Anfangs wirkt es machbar, doch im Alltag mit Arbeit, Studium oder Familie bleibt dafür schlicht keine Zeit. Die Folge: Frust und Abbruch. Und noch etwas spielt eine große Rolle: fehlende Flexibilität. Viele glauben, ein Plan müsse strikt eingehalten werden. Verpasst man eine Lektion, denkt man sofort, jetzt habe ich es vermasselt. Dabei ist ein Plan kein Gefängnis, sondern ein Wegweiser. Diese Einleitung soll dir zeigen, wenn dein letzter Lernplan nicht funktioniert hat, lag es nicht daran, dass du unfähig bist. Es lag am System. In den nächsten Kapiteln wirst du lernen, wie man einen realistischen, flexiblen und motivierenden Plan erstellt. Einen, der wirklich zu deinem Leben passt. Einer der größten Stolpersteine beim Sprachenlernen sind übertriebene Erwartungen. Viele Menschen starten mit der Vorstellung, in wenigen Wochen werde ich schon alles verstehen und fließend sprechen. Diese Idee wird oft von Werbeanzeigen, Social Media oder Erfolgsstories anderer verstärkt. Man sieht Überschriften wie „Lerne Deutsch in 30 Tagen“ oder „Sprich fließend in 3 Monaten“ und denkt, wenn andere das schaffen, muss es bei mir auch klappen. Das Problem ist, solche Erwartungen sind nicht nur unrealistisch, sondern auch gefährlich. Sie erzeugen eine enorme Spannung zwischen dem, was man sich erträumt, und dem, was in der Realität möglich ist. Wenn man dann nach 2 Wochen merkt, dass man noch immer Schwierigkeiten mit einfachen Sätzen hat, entsteht schnell Frust. Viele interpretieren das als persönliches Scheitern. Ich bin wohl einfach nicht sprachbegabt. Doch das stimmt nicht. Das Problem liegt im falschen Maßstab. Eine Sprache zu lernen ist wie ein Marathon, kein Sprint. Wer erwartet, nach wenigen Kilometern schon im Ziel zu sein, wird zwangsläufig enttäuscht. Realistische Erwartungen hingegen sorgen dafür, dass man kleine Fortschritte wertschätzen kann. Wenn du zum Beispiel nach einem Monat in der Lage bist, im Café auf Deutsch zu bestellen oder eine kurze Unterhaltung zu führen, ist das ein riesiger Erfolg, auch wenn du noch nicht alles verstehst. Darum ist es entscheidend, die eigenen Erwartungen bewusst zu steuern. Anstatt sich mit perfekter Beherrschung in Rekordzeit unter Druck zu setzen, solltest du dich auf kontinuierliches Wachstum konzentrieren. Erwarte nicht, dass du nach 3 Monaten alles kannst, erwarte lieber, dass du jede Woche ein bisschen besser wirst. Wenn du dir diesen Perspektivwechsel erlaubst, wirst du merken, plötzlich fühlt sich dein Lernweg viel leichter an. Fortschritt ist kein magischer Sprung, sondern die Summe vieler kleiner Schritte. Bevor du einen Lernplan erstellen kannst, musst du wissen, wo du gerade stehst. Viele überspringen diesen Schritt, weil sie denken, egal, Hauptsache lernen. Doch ohne eine ehrliche Selbsteinschätzung baust du deinen Plan auf Sand und wunderst dich später, warum er nicht funktioniert.
Warum ist das so wichtig? Stell dir vor, du planst einen Trainingsplan fürs Laufen. Wenn du noch nie joggen warst, würdest du nicht gleich einen Marathon ins Auge fassen. Genauso ist es beim Sprachenlernen. Jemand auf Niveau A1 hat völlig andere Bedürfnisse als jemand auf B2. Die gute Nachricht, du brauchst keinen offiziellen Test, um dein Level grob einzuschätzen. Schon ein paar Fragen an dich selbst helfen enorm. Kannst du dich vorstellen und einfache Fragen beantworten? A1. Kannst du über deinen Alltag sprechen, kleine Texte verstehen? A2. Kannst du schon deine Meinung äußern und längere Gespräche führen? B1. Verstehst du komplexere Inhalte wie Nachrichten oder Podcasts? B2 und mehr. Es gibt auch kostenlose Online-Tests, die dir einen Hinweis geben. Aber noch wichtiger ist deine Ehrlichkeit mit dir selbst. Viele überschätzen sich und starten mit Material, das viel zu schwer ist. Das führt zu Frust. Andere unterschätzen sich und hängen bei Übungen fest, die längst zu leicht sind. Das führt zu Langeweile. Beides bremst deinen Fortschritt. Wenn du dein Niveau realistisch kennst, kannst du gezielt planen. Ein A1-Lerner konzentriert sich vielleicht auf Alltagssituationen und Grundwortschatz, während jemand auf B1 beginnt, seine Ausdrucksfähigkeit zu verfeinern. Die ehrliche Selbsteinschätzung ist also kein Test, den du bestehen musst. Sie ist dein Startpunkt. Und je klarer du diesen kennst, desto leichter fällt es dir, realistische Ziele zu setzen. Und die wirst du in den nächsten Kapiteln kennenlernen. Viele scheitern am Sprachenlernen, weil sie sich gigantische Visionen setzen. In einem Jahr will ich perfekt Deutsch sprechen. Oder bald werde ich ohne Probleme Goethe im Original lesen. Solche Träume sind zwar schön, doch sie sind zu weit entfernt, um uns im Alltag wirklich anzutreiben. Das Geheimnis liegt in kleinen, greifbaren Zielen. Ein Ziel wie 10 neue Wörter pro Woche lernen klingt unspektakulär, aber es ist machbar. Und genau das macht den Unterschied. Denn jedes Mal, wenn du dein kleines Ziel erreichst, bekommst du ein Erfolgserlebnis. Diese Erfolge summieren sich und geben dir das Gefühl, wirklich voranzukommen. Stell dir vor, 10 Wörter pro Woche bedeuten über 500 Wörter pro Jahr und das nur mit einer einzigen Mini-Gewohnheit. Das ist genug, um plötzlich viele Gespräche besser zu verstehen und selbst sicherer zu sprechen. Das Gleiche gilt für Grammatik oder Sprechpraxis. Statt dir vorzunehmen, ich will alle Zeiten perfekt beherrschen, sag lieber, diese Woche konzentriere ich mich auf das Perfekt. Oder jeden Tag übe ich 5 Minuten Sprechen mit mir selbst. Kleine, konkrete Ziele sind nicht nur realistisch, sondern messbar. Ein weiterer Vorteil, kleine Ziele lassen sich flexibel anpassen. Wenn du mal besonders motiviert bist, kannst du mehr machen. Wenn du eine stressige Woche hast, bleibst du trotzdem im Plan, weil das Ziel so überschaubar ist. Große Visionen haben natürlich ihren Platz. Sie geben eine Richtung vor. Aber sie dürfen nie dein täglicher Maßstab sein. Dein Lernplan wird stabil, wenn du die Vision in viele kleine Schritte zerlegst. So entsteht ein Weg, den du tatsächlich gehen kannst, ohne dich zu überfordern. Kleine Ziele sind wie Steine auf einer Treppe. Einzeln wirken sie unscheinbar, doch zusammen bringen sie dich zuverlässig nach oben. Einer der größten Mythen beim Sprachenlernen ist, ich brauche jeden Tag mindestens 1 Stunde, sonst bringt es nichts. Genau dieser Gedanke führt oft dazu, dass man gar nicht erst anfängt. Denn wer hat schon täglich 1 Stunde freie Zeit? Das Ergebnis: Man schiebt das Lernen auf und am Ende passiert gar nichts. Die Wahrheit ist, schon 20 Minuten am Tag können einen riesigen Unterschied machen. Dieses 20-Minuten-Prinzip ist so effektiv, weil es 2 Dinge kombiniert. Es ist kurz genug, um es wirklich in den Alltag einzubauen und gleichzeitig lang genug, um konzentriert zu üben.
In 20 Minuten kannst du ein kurzes Kapitel lesen, eine Vokabelliste durchgehen oder eine Hörübung machen. Wichtig ist, dass diese 20 Minuten einen festen Platz in deinem Tag haben. Wenn du sagst, ich lerne irgendwann heute, passiert es oft nicht. Aber wenn du dir einen klaren Slot setzt, zum Beispiel direkt nach dem Frühstück, in der Mittagspause oder abends vor dem Schlafengehen, wird das Lernen zur Gewohnheit. Stell dir dein Lernen wie einen Termin mit dir selbst vor. Du würdest ja auch nicht ständig ein wichtiges Meeting absagen. Genau so sollte dein Lernslot behandelt werden. Verbindlich, aber machbar. Natürlich heißt das nicht, dass du nur 20 Minuten lernen darfst. Wenn du Lust und Zeit hast, darf es auch mehr sein. Aber die 20 Minuten sind dein Minimum, dein Sicherheitsnetz. Selbst an stressigen Tagen kannst du es schaffen. Und genau diese Beständigkeit bringt dich langfristig weiter als gelegentliche Lernmarathons. Also, wähle einen festen Zeitpunkt, stell dir vielleicht sogar einen Alarm und halte deine 20 Minuten ein. Du wirst überrascht sein, wie stark sich dein Deutsch nach einigen Wochen verbessert, ganz ohne Druck und Überforderung. Viele Lernende machen den Fehler, ihren Lernplan wie ein starres Gesetzbuch zu behandeln. Da steht dann zum Beispiel, jeden Tag 30 Minuten Grammatik, 15 Minuten Vokabeln, 10 Minuten Sprechen. Am Anfang klappt das vielleicht noch. Aber sobald der Alltag dazwischen funkt, ein voller Arbeitstag, Krankheit, Besuch von Freunden, bricht alles zusammen. Und oft denkt man dann, jetzt habe ich versagt. Genau hier liegt das Problem. Ein Plan, der keinen Raum für Flexibilität lässt, ist zum Scheitern verurteilt. Das Leben ist nun mal unvorhersehbar und dein Lernplan muss das berücksichtigen. Flexibilität bedeutet nicht, dass du alles schleifen lässt. Es bedeutet, dass dein Plan anpassbar ist. Beispiel: Wenn du heute keine 20 Minuten hast, machst du eben nur 10. Oder du verschiebst deine Einheit auf den nächsten Morgen. Entscheidend ist, dass du dranbleibst, auch wenn es nicht perfekt läuft. Ein weiterer Aspekt: Dein Plan muss mit deinem Fortschritt wachsen. Vielleicht merkst du nach ein paar Wochen, dass dir reine Vokabelarbeit zu langweilig wird. Dann baue mehr Hörübungen oder kleine Schreibaufgaben ein. Oder du stellst fest, dass du morgens unkonzentriert bist, abends aber besser lernst, also passt du den Zeitpunkt an. Flexibilität bedeutet auch, auf deine Energie zu hören. An manchen Tagen bist du voller Motivation, nutze das und lerne länger. An anderen Tagen fehlt dir die Kraft, dann reicht auch eine Minisession. Der Schlüssel ist, lieber etwas machen als gar nichts. Wenn du deinen Plan als Werkzeug verstehst und nicht als Fessel, wirst du länger durchhalten. Dein Plan soll dir dienen, nicht dich kontrollieren. Und genau diese Haltung macht es möglich, konstant dran zu bleiben, auch wenn das Leben mal chaotisch wird. Stell dir vor, du würdest beim Sport immer nur Liegestütze machen. Klar, du würdest stärker werden, aber irgendwann hättest du keine Lust mehr. Genau so ist es beim Sprachenlernen. Wenn du dich nur auf eine einzige Methode konzentrierst, wird es schnell eintönig. Außerdem trainierst du damit nur einen Teil deiner Sprachfähigkeiten. Darum ist es entscheidend, Abwechslung in deinen Lernplan einzubauen. Eine Sprache besteht schließlich aus 4 Hauptbereichen: Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen. Jeder Bereich stärkt den anderen und erst die Kombination macht dich wirklich sicher. Hören, Podcasts, Hörbücher oder YouTube-Videos auf Deutsch sind perfekt, um dein Ohr an die Sprache zu gewöhnen. Fang mit kurzen und einfachen Inhalten an und steigere dich langsam. Sprechen: Viele trauen sich nicht, weil sie Angst vor Fehlern haben. Aber genau hier machst du den größten Fortschritt. Du kannst mit einem Sprachpartner üben, über Tandem-Apps sprechen oder ganz einfach Selbstgespräche führen.
Ja, auch das funktioniert. Schreiben. Ein kleines Lerntagebuch auf Deutsch ist eine wunderbare Methode. Jeden Tag ein paar Sätze über deinen Alltag reichen aus, um Vokabeln zu festigen und Strukturen zu wiederholen. Lesen, Artikel, kurze Geschichten oder sogar Untertitel helfen dir, deinen Wortschatz zu erweitern und Satzbau zu verstehen. Wichtig, wähle Material, das deinem Niveau entspricht, sonst wirst du schnell frustriert. Abwechslung hat noch einen weiteren Vorteil. Sie hält deine Motivation hoch. Wenn du heute keine Lust auf Grammatik hast, hörst du vielleicht lieber einen Podcast. Morgen schreibst du ein paar Sätze, übermorgen übst du Vokabeln laut. So bleibt dein Lernen frisch und lebendig. Ein bunter Mix sorgt dafür, dass du die Sprache nicht nur theoretisch lernst, sondern in allen Facetten erlebst. Genau das bringt dich Schritt für Schritt näher an echtes Sprachgefühl. Am Anfang einer neuen Lernreise ist die Motivation fast automatisch da. Alles wirkt spannend, neu und voller Möglichkeiten. Doch nach einigen Wochen lässt dieses Hochgefühl oft nach. Genau hier zeigt sich, wer einen Plan hat, die eigene Motivation bewusst zu pflegen. Eine wirksame Methode sind kleine Belohnungen. Unser Gehirn liebt es, für Erfolge Anerkennung zu bekommen. Wenn du dir zum Beispiel vornimmst, nach jeder Woche mit 5 Lerneinheiten gönne ich mir etwas Besonderes, sei es ein Stück Kuchen, ein Kinobesuch oder einfach ein freier Abend, verknüpfst du Lernen mit positiven Emotionen. Noch stärker wirkt es, wenn du deinen Fortschritt sichtbar machst. Ein einfaches Kreuz im Kalender für jeden Lerntag kann Wunder wirken. Nach einigen Wochen siehst du eine ganze Kette von Erfolgen und willst sie nicht mehr unterbrechen. Manche nutzen Apps mit Streak-Funktion, andere führen ein Lerntagebuch oder schreiben wöchentliche Reflexionen. Was habe ich gelernt? Wo fühle ich mich sicherer? Auch Messbarkeit ist ein Schlüssel zur Motivation. Anstatt nur mehr Deutschkönnen anzustreben, setze dir klare Messpunkte. Diese Woche 30 neue Wörter. Oder diesen Monat einen kurzen Text von 100 Wörtern schreiben. Solche Ziele machen deinen Fortschritt greifbar. Nicht zu vergessen, soziale Motivation. Wenn du Freunden oder einer Community von deinem Plan erzählst, entsteht ein gewisser positiver Druck. Du willst zeigen, dass du dranbleibst und gleichzeitig bekommst du Unterstützung, wenn es mal schwerfällt. Motivation ist also nichts, was einfach zufällig bleibt. Sie ist ein Muskel, den du trainieren kannst. Belohnungen, sichtbare Erfolge und messbare Fortschritte sind deine Werkzeuge. So stellst du sicher, dass die anfängliche Energie nicht verpufft, sondern dich auch langfristig trägt. Es gibt wohl keinen einzigen Sprachlerner, der nicht irgendwann ins Straucheln gerät. Vielleicht hattest du eine stressige Woche und konntest kaum lernen. Vielleicht hast du eine Prüfung nicht bestanden oder ein Gespräch auf Deutsch völlig missverstanden. Solche Rückschläge fühlen sich frustrierend an, doch sie sind völlig normal. Der größte Fehler ist, Rückschläge als Beweis zu sehen, dass du ungeeignet bist. In Wahrheit sind sie Teil des Prozesses. Niemand lernt eine Sprache linear. Es gibt Phasen, in denen du rasante Fortschritte machst und Phasen, in denen es scheinbar nicht vorangeht. Genau diese Wellen gehören dazu. Entscheidend ist, wie du mit diesen Momenten umgehst. Wenn du ein paar Tage ausgesetzt hast, fang einfach wieder an, ohne Schuldgefühle. Dein Fortschritt ist nicht verloren, nur weil du mal pausiert hast. Das Schlimmste wäre, komplett aufzuhören. Hilfreich ist auch, Rückschläge bewusst als Lernchance zu sehen. Wenn du in einem Gespräch nichts verstanden hast, frage dich, welche Wörter oder Strukturen haben mir gefehlt? Genau daraus kannst du deine nächste Übung ableiten. So verwandelt sich ein Fehler in eine konkrete Aufgabe.
Außerdem lohnt es sich, deine Erwartungen in diesen Phasen besonders realistisch zu halten. Vielleicht machst du an schwierigen Tagen nur 5 Minuten und das ist völlig okay. Wichtig ist die Kontinuität, nicht die Perfektion. Und vergiss nicht, Rückschläge sind kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Beweis, dass du dich herausforderst. Wer niemand scheitert, probiert auch nichts Neues. Jeder kleine Neuanfang ist ein Sieg. Wenn du lernst, Rückschläge zu akzeptieren und trotzdem dran zu bleiben, entwickelst du die wichtigste Fähigkeit überhaupt: Ausdauer. Und genau diese Ausdauer führt dich langfristig zu deinem Ziel. Wenn du bis hierhin gelesen oder zugehört hast, hast du einen klaren Überblick darüber, wie ein funktionierender Lernplan wirklich aussieht. Er ist nicht perfekt, nicht starr und schon gar nicht unrealistisch. Stattdessen ist er realistisch, flexibel und auf dich zugeschnitten. Du hast gesehen, warum viele Pläne scheitern: zu hohe Erwartungen, Überforderung, fehlende Anpassung. Du weißt jetzt, wie wichtig es ist, dein aktuelles Niveau ehrlich einzuschätzen, kleine Ziele zu setzen und dir feste, aber machbare Zeiten zum Lernen zu schaffen. Genauso wichtig ist es, Abwechslung in deinen Alltag zu bringen, mit Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen und deine Motivation durch Belohnungen und sichtbaren Fortschritt lebendig zu halten. Rückschläge gehören dabei ganz selbstverständlich zum Prozess. Doch anstatt sie als Niederlage zu betrachten, kannst du sie als Wegweiser nutzen. Jeder Fehler zeigt dir, woran du als nächstes arbeiten kannst. Jeder Neuanfang stärkt deine Ausdauer. Am Ende geht es nicht darum, in Rekordzeit perfekt zu werden. Es geht darum, langfristig dran zu bleiben und Schritt für Schritt besser zu werden. Dein Plan ist kein starres Korsett, sondern ein Kompass, der dir die Richtung weist. Jetzt liegt es an dir. Nimm dir ein Blatt Papier oder öffne eine Notiz-App und entwirf deinen persönlichen Lernplan. Halte dich an die Prinzipien, die du hier kennengelernt hast. Klein anfangen, realistisch planen, flexibel bleiben. Wenn du diesen Weg gehst, wirst du feststellen, die Sprache wächst Stück für Stück in dein Leben hinein, bis sie irgendwann ein natürlicher Teil von dir ist. Dein langfristiger Erfolg hängt nicht von einem perfekten Start ab, sondern davon, dass du immer wieder einen Schritt machst. Heute, morgen und übermorgen. Genau so entsteht echte Sprachkompetenz.